Als wir auf die französische Küste zuliefen, sagte mein Zugführer zu mir, du machst das zum ersten Mal mit, Junge. Ich bin schon ein paar Mal im Pazifik dabei gewesen. Nimm einen Schluck aus der Pulle. Es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Aber ich muss sagen, ich hatte ein flaues Gefühl im Magen. 6. Juni 1944. Im Morgengrauen laufen die ersten Landungsboote der alliierten Invasionsarmee auf den Strand bei der Wiermündung zu. Während der Nacht sind bereits im Hinterland Fallschirmjäger und Luftlandetruppen abgesetzt worden. Der Tag Null ist angebrochen. Mehr als 100.000 Amerikaner, Engländer und Franzosen haben den Auftrag, im ersten Ansturm Brückenköpfe an der Küste zu bilden, um die Landung der weiteren bereitstehenden Truppenverbände zu ermöglichen. Im Frühjahr 1944 hatten die Alliierten auf der britischen Insel die größte Invasionsarmee, die jemals über See an ihr Ziel gebracht werden sollte, zusammengezogen. 86 Divisionen mit 2,7 Millionen Mann. Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte war General Eisenhower. Das Unternehmen Overlord, der Angriff über den Kanal auf Hitlers Festung Europa, war für Anfang Mai vorgesehen, musste aber wegen der Schlechtwetterlage immer wieder verschoben werden. Schließlich befahl Eisenhower als endgültigen Termin den 6. Juni. Am Abend des 5. Juni wurden 2 Divisionen Fallschirmjäger und Luftlandetruppen alarmiert. 13.000 Mann bereiteten sich auf ihren Einsatz vor. Der Tag Null begann für sie kurz nach Mitternacht. Fast 5.000 Flugzeuge und Luftfahrzeuge, C-47 und Lastensegler standen bereit. In mehreren Wellen starteten die Fallschirmjäger. Ihnen folgten die Luftlandetruppen, die in ihren Lastenseglern auch Fahrzeuge und Artillerie mitführten. Ihr Auftrag? Hinter den Befestigungen des Atlantikwalls zu landen, die deutsche Verteidigung von ihrem Hinterland abzuschneiden, Verkehrsverbindungen zu unterbrechen und zu verhindern, dass Verstärkungen herangebracht wurden. Die deutsche Führung hatte eine Invasion erwartet, war aber im Unklaren darüber, wo sie erfolgen würde. Der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall von Rundstedt, hielt einen Angriff über die Straße von Calais für das Wahrscheinlichste. Eine Landung in der Normandie hatte er als Wahnsinn bezeichnet. Als immer neue Wellen feindlicher Flugzeuge und Lastensegler über der Normandieküste auftauchten, war klar, dass er sich geirrt hatte. Das eine oder andere Flugzeug konnte zwar abgeschossen werden, aber für entscheidende Gegenmaßnahmen war es bereits zu spät. Fast alle Lastensegler erreichten ihre Zielorte, wurden ausgeklinkt und mussten nun sehen, wo sie einen Platz zum Landen finden konnten. Alle hatten Glück. Es gab eine ganze Anzahl Tote und Verwundete.
hatten uns schnell gesammelt und gingen auf ein Dorf vor. Von den Deutschen war nichts zu sehen und zu hören. Die Überraschung schien geglückt zu sein. Dann tauchten auf einmal Panzer auf. Wir hatten unsere Pack in einer Kurve hinter Büschen in Stellung gebracht, sodass wir nach beiden Seiten die Straße unter Feuer nehmen konnten. Zwei von ihnen erwischten wir. Die anderen machten auf dem Absatz kehrt und hauten ab. Aber jetzt wussten sie, wo wir waren. Die beiden luftgelandeten Divisionen hatten in den Morgenstunden ihre Ziele weitgehend erreicht. Ihre Verluste waren verhältnismäßig gering. An den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten bildeten sie Brückenköpfe und igelten sich ein. Weitere Befehle hingen jetzt vom Erfolg der Landung an der Küste ab. Am frühen Morgen des 6. Juni tauchte aus dem Dunst vor der Atlantikküste zwischen Cherbourg und Caen die größte Invasionsflotte auf, die es je in der Geschichte gegeben hat. An die 200 Kriegsschiffe und Tausende von Landungsfahrzeugen aller Art auf dem Weg in die Buchten der Normandie. Der westliche Abschnitt war als Angriffssektor der 1. US-Armee zugewiesen. Im östlichen sollte die 2. englische Armee landen. Als erste Welle für den Stoß in das Zentrum des amerikanischen Abschnitts waren 5 Regimenter des 7. und 8. Korps in die Landungsboote gegangen. 50 Meter vor dem Strand waren sie auf Grund gelaufen und mussten ausbooten. Unter starkem feindlichen Abwehrfeuer warteten sie an Land. Die deutsche Abwehr reagierte schnell, aber sie war über weite Strecken verteilt, während sich der erste amerikanische Stoß auf einen 5-Meilen-Abschnitt, die Omaha Beach, konzentrierte. Bis die erste Welle gelandet war, hatten aber auch die deutschen Reserven ihre Stellungen erreicht. Die Amerikaner blieben vor dem hohen Steilufer liegen. Die ganze Feuerkraft der Flotte wurde nun eingesetzt, um den Angriff vorwärts zu treiben.
Nach Stunden war ein großer Teil der deutschen Küstenbatterien ausgeschaltet. Die nächste Landewelle konnte gestartet werden. Die See war inzwischen sehr unruhig geworden. Vor allem für kleinere Amphibienfahrzeuge war das verhängnisvoll. Eine ganze Anzahl von ihnen kenterte oder schlug voll. An der Küste gab es kleine Überraschungen. Die Deutschen hatten Pfähle entlang der Flutlinie in den Schlick gerammt und Tellerminen an ihnen befestigt. Bei der schweren See wurde manches Boot dagegen geschleudert und so in die Luft gesprengt. Trotz aller Schwierigkeiten wurde im Lauf des Tages eine Landungswelle nach der anderen an die Küste gebracht. Es galt, endlich den liegen gebliebenen Angriff wieder in Gang zu bringen und den Brückenkopf zu erweitern. Die neuen Kräfte schafften es. Am Abend war in einer Einbuchtung die Steilküste überwunden. Die Kameraden von der 61. gingen durch die Lücke auf Chabrol vor. Aber sonst waren die deutschen Linien noch intakt. Wir mussten uns am Strand einbuddeln, denn vor uns lag ein Minenfeld. Und sobald wir die Köpfe auch nur ein bisschen höher hoben, kriegten wir Zunder. An den anderen Küstenabschnitten war die Landung erfolgreicher verlaufen. Die Verteidigung des Atlantikwalls war weitgehend zusammengebrochen. An einigen Stellen konnte die Verbindung zu den im Hinterland operierenden Luftlandetruppen hergestellt werden. Lediglich an der Omaha Beach liefen die Dinge nicht so wie geplant. Sir Alan Brooke, der Chef des britischen Generalstabs, war sogar bereit, das Landeunternehmen dort abzublasen. Die Amerikaner brachten aber weitere Verstärkungen in den gefährdeten Abschnitt. Schließlich gelang es den Amerikanern in einem nächtlichen Sturmangriff, die Befestigungslinie zu durchbrechen und die deutschen Stellungen von hinten aufzurollen. Die Bunkerbesatzungen ergaben sich und der Weg war nun auch frei für die an der Omaha Beach gelandeten Invasionskräfte. Von nun an ging der Vormarsch zügiger vonstatten. Aufflackernder Widerstand in einigen Dörfern wurde schnell gebrochen. Es sah fast so aus, als ob wir bis Paris durchmarschieren könnten. Aber die Ruhe täuschte. Es dauerte noch Monate, bis wir Paris erreichten. Dorf um Dorf, Stadt um Stadt mussten in blutigen Nahkämpfen genommen werden, bevor das alliierte Oberkommando melden konnte, die Invasion ist gelungen.
Doch unter welchen Opfern war sie gelungen? Die Amerikaner verloren in den ersten Tagen 73.000 Mann an Toten und Verwundeten. Die Briten 49.000 und die Deutschen rund 50.000. Mit dem Durchbruch der Amerikaner bei Avranches und der Kesselschlacht von Falaise war das Schicksal der deutschen Truppen in Frankreich besiegelt. Was am Tag Null als Hoffnung für viele begonnen hatte, war zur tödlichen Entscheidung geworden.